kein einfacher Platz, aber wenn man ihn ein paar Mal gespielt hat, lernt man ihn kennen und lieben. Also viel Spaß dann noch. Und wir spielen den seit Anbeginn. Und was macht den Platz besonders? Er ist einfach speziell von der Anlage her. Es ist traumhaft, von oben runter zu spielen. Wir spielen ihn einfach wahnsinnig gerne. Er liegt uns den Platz. Und wenn einem der Platz liegt, dann spielt man ihn auch gerne. Ja, sehr gut, danke schön. Ja, hallo, ich stehe hier am 8. Abschlag vom Golfplatz Anfitauro auf Gran Canaria. Eine sehr weitläufige Anlage. Hinter mir das Meer, das sieht man hier, und dann direkt hier auch Bergketten, Hügelketten. Hier wurde direkt in den Berg hinein eine sehr weitläufige Anlage gebaut. Hier braucht man auf jeden Fall ein Buggy, so einen Elektrowagen, um eine Runde Golf zu spielen. So, jetzt zeige ich mal einige Eindrücke von diesem Platz, auch mit der Drohne. Von oben war das doch ziemlich beeindruckend anzusehen ist und zu spielen sowieso. Ja, und wenn euch das Video gefällt und der Kanal, würde ich mich freuen, wenn ihr das Video liken könnt, also den Daumen nach oben drücken und den Kanal abonnieren. Das wäre ganz toll. Danke. Ja, hallo, heute hier am 1. Abschlag vom Alfitauro Golfplatz. Heute etwas kürzer gesteckt, ein Par 4, etwa 350 Meter. In den Golfbuggies, die hier Pflicht sind, gibt es so einen Bildschirm, der einem sagt, wie weit man von der Fahne entfernt ist. Bei mir sind es 111 Meter. Es geht leicht bergab mit einem großen Bunker hinter dem Grün. Okay, wenn der Ball gleich drin ist, dann ist es ein Paar am ersten Loch. Ein Paar beim ersten Loch, schon mal ein guter Anfang. Ob es so bleibt, ist eine andere Frage. In so einer Lage sollte man sich besser nicht befinden. Das schöne Fairway ist gar nicht so weit weg, aber es ist misslich, hier rauszuspielen. Naja, es ist ja Gott sei Dank kein Turnier, sondern nur Spaß an der Freude. Also werde ich mir den Ball einfach wieder besser legen. 143 Meter von hier bis zum Grün, über diese Sandbank hinweg. Ja, es hat geklappt. Aber wenn man ein bisschen weiter weg von der Fahne ist, dann sieht man vielleicht hier auf dem Video, dass das Grün sehr, sehr wellig ist, völlig onduliert. Wenn man hier ein bisschen weiter weg von der Fahne ist, wird es sehr problematisch sein, überhaupt nur in die Nähe der Fahne zu kommen. Also hier muss man wirklich das Grün genau lesen können und ein einigermaßen vernünftiges Resultat haben möchte. Also das dritte Loch, ein Par 3, 175 Meter, für mich relativ lang hier, über diesen Graben hinweg. Dann kommt das Fairway und hinten um das Grün herum etliche Bunker. Tja, auf diesem Platz hier lohnt es sich doch einigermaßen warm gespielt zu sein, wenn man hier anfängt. Und es sei denn, man ist sich sehr sicher, dass man auch die Richtungen schlagen kann, die man möchte. Denn man möchte hier wirklich nicht von den Fairways abkommen, irgendwo in den Steinen landen, geschweige denn in den Bunkern. Aber auf dem Grün ist immer gut. Zwischen dem dritten Grün und dem vierten Abschlag ist doch eine ganze Menge zu fahren. Also ein halber Kilometer, habe ich so das Gefühl. Jedenfalls etliche 100 Meter. Das vierte Loch, ein Par 4, 370 Meter, 375 Meter. Aber das geht hier von einer Anhöhe aus, so eine Plattform, die hier gebaut wurde. Recht bergab, das sieht man vielleicht nicht so gut. Und dann ist der grüne Streifen, der nach rechts zum Grün hinführt.
Ja, die Sonne ist heute noch hinter Wolken verdeckt. Trotzdem ist eine angenehme Temperatur jetzt im Januar. Und ich bin alleine hier, was mich ein bisschen verwundert, denn sonst ist es hier relativ voll. Allerdings bin ich auch der Erste heute auf der Runde. Aber das ist auch der Grund, warum es keine Bilder von mir gibt, wie ich selbst einen Golfschlag ausführe. Aber das ist vielleicht auch besser so. Ja, von hier sind es noch 180 Meter bis zur Fahne. Ich könnte natürlich, wenn ich Tiger Woods wäre, über diese Palmen hinweg spielen und käme dann auf die direkte Linie dorthin. Aber ich werde wohl hier links rüber spielen, halbwegs sicher, und hoffe nicht in diesem großen Sandbereich zu landen. Das Sicherspielen hat sich gelohnt. Jetzt noch 55 Meter bis zur Fahne. Ein Paar wäre noch möglich, allerdings geht es leicht bergab. Ist immer schwer einzuschätzen. Und die Sonne kommt raus. Fünfte Loch, ein Paar 4, 350 Meter etwa. Aber man muss am Anfang auch wieder über diese Wüstenlandschaft hinwegkommen. Mal schauen. 165 Meter vom Grün entfernt, keine ideale Lage. Ich bin ein bisschen rechts vom Fairway abgekommen. Noch 50 Meter zur Fahne, aber immerhin habe ich diese riesen Bunker hier vermeiden können. Und liege hier, also wenn ich Glück habe, sollte ich einigermaßen gut da hochkommen. Die Grüns sind noch feucht von der Bewässerung, nicht ultra schnell, aber doch sehr, sehr gut gepflegt und sehr regelmäßig. Haben allerdings, wie ja an so vielen Orten der Fall ist, so leichte Unregelmäßigkeiten oder ein Pilzbefall. Das sechste Loch, ein Paar 3, 187 Meter in Richtung Meer. Ganz leicht bergab. Links von dem Grün wieder eine riesengroße Bunkerlandschaft. Und rechts davon Wüste und dahinter, naja, so weit komme ich ja doch nicht. Ja, das habe ich Bogey gespielt. Hier nochmal ein Blick auf die Anlage. Also es ist ganz klar der Plan hier, noch etliche Häuser hinzusetzen. Hier der 7. Abschlag, ein Paar 4. Das hier gilt als das schwierigste Loch, vielleicht weil da hinten links auch ein See ist. Mal schauen, wie das klappt. Und bis zum Fairway gibt es wieder etwas reichlich viel Wüstenlandschaft. Das war kein sehr guter Abschlag. Immerhin bin ich auf dem Fairway, aber noch 230 Meter bis zur Fahne und an diesem See entlang. So, der See ist umgangen. Für meinen dritten Schlag habe ich jetzt noch 64 Meter bis zur Fahne. Sollte klappen. Der Schlag ging zu weit über das Grün hinaus. Ein Paar ist also nicht mehr drin. Aber vielleicht ein Bogey oder Double Bogey. Bogey! Nun gut, freue ich mich. Das 8. Loch, ein Paar 4, 290 Meter heute, auf diese Felswand zu und dann geht es nach rechts. Diese Felswand ist ziemlich beeindruckend. Am rechten Rand vom Fairway wieder mal äußerst unangenehme, tiefe Bunkerlandschaften. Aber ich liege nicht so schlecht hier auf dem Fairway,
und habe noch 134, 135 Meter bis zur Fahne. Hier frage ich mich wirklich, ob das alles rausgesprengt wurde, um hier das Grün hinzulegen, aber die Lage ist fantastisch. So, ich bin mit meinem zweiten Schlag fast auf dem Grün und frage sich natürlich immer putten oder chippen. Das Grün ist allerdings auch sehr wellig, wie ich das von hier aus sehe. Aber wie man sagt, besser ein schlechter Putt als ein schlechter Chip, also werde ich hier putten. Die Taktik hat sich bewährt. Wenn der Ball drin ist, ist es ein Paar. Das 9. Loch, ein Par 5, 466 Meter. Wieder reichlich viel Wüstenlandschaft bis zum Fairway und dann geht es nach links und wieder an einem See vorbei. Also manchmal hat man ja auch Glück. Der dritte Schlag war wohl doch nicht so schlecht, obwohl ich rechts am See vorbei bin. Ist er dann doch irgendwie weitergerollt und liegt hier auf dem Grün, was sehr lang ist. Also das ist sehr spielerfreundlich, ein sehr großes Grün. Ich habe natürlich eine ziemliche Strecke jetzt bis zur Fahne. So 40 Meter werden das schon sein. Also selbst hier bei einem gar nicht so guten ersten Abschlag von mir gibt es noch eine Paarmöglichkeit oder ein Bogey, der sollte schon drin sein. Geht nach den ersten 9 Löchern. Es hat etwa 1,5 Stunden gedauert, obwohl ich ja manchmal kommentiert habe oder gefilmt habe. Der Platz ist angenehm zu spielen, die ersten 9 Löcher. Gar nicht so schwer, wie ich dachte am Anfang. Und ich bin kein guter Golfer. Man muss allerdings aufpassen, dass man auf den Fairways bleibt und nicht in diesen Wüstenlandschaften landet. Aber es ist gut gepflegt, die Fairways sind gut. Man kann gut von den Fairways den zweiten oder dritten Schlag machen. Und die Grüns sind regelmäßig und hier nicht so super schnell, wie ich es auf anderen Plätzen schon erlebt habe. Also hier ist es eher so wie bei meinem Heimatclub, die Grüns. Und das gefällt mir auch irgendwie. Und jetzt geht es weiter zu den zweiten 9 Löchern. Das 10. Loch, heute 311 Meter von den gelben Abschlägen, geht hier erstmal über einen Graben, einen bepflanzten Graben, eine Steinmauer, bis man dann aufs Fairway kommt. Rechts Bunker, links ist auch einer, aber die Bunker sind zu weit weg für mich. 170 Meter von hier bis zum Grün. Da komme ich nicht hin mit einem Schlag. Und davor wieder Bunker. Wie vorher gesagt, also mit dem Schlag kam ich nicht bis zum Grün, aber die Fairway ging ja auch bergauf und jetzt noch 35 Meter bis zur Fahne, das sollte klappen. Bogey.
Das 11. Loch ein Par 3, 170 Meter bergab, Handicap 4 immerhin. Die Abschläge sind jeweils auf so Plattformen, also hier der gelbe Abschlag und der weiße Abschlag ist da oben. Hier vom gelben Abschlag sind es 170 Meter. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass es hier keine Schilder gibt an den jeweiligen Abschlägen. Da muss man dann jeweils den Bildschirm im Wägelchen sich anschauen, wie die Längen hier sind. Ach, ich glaube, das war mein erstes heute. Da oben war der Abschlag. Hier das 12. Loch, ein Par 5, 450 Meter, bergauf. Hier wieder am Anfang Wüste und Straße, bis man dann zum Fairway kommt. Auf geht's. Nun, ich hatte schon bessere Abschläge. Immer noch etwas weniger als 300 Meter bis zum Grün. Aber es ist ja auch ein Par 5, also 4 Schläge habe ich noch. Mindestens, vielleicht bei mehr. So, jetzt kommt mein dritter Schlag. Der Wagen sagt mir, das ist noch 164 Meter bis zum Grün. Und es geht weiterhin bergauf. Und sollte der Ball drin sein, 2 Meter, weniger als 2 Meter, dann ist das immerhin ein Par. Das 13. Loch ist ziemlich sensationell, ein Par 3, 120 Meter von den gelben Abschlägen. Hier wurde also nicht nur zum Teil der Berg weggesprengt, sondern auch die Mauer links von dem Grün aufgeschüttet, um diese Plattform herzustellen. Man darf jetzt natürlich nicht nach links schlagen, sondern muss versuchen, auf das Grün zu kommen. Ich bin zwar auf dem Grün, aber doch ein bisschen weit weg von der Fahne, um das mit einem Schlag hinzubekommen. Hat die Fahnenstange berührt und ist dann wieder rausgesprungen, aber dieses Paar nehme ich gerne mit. Das WC-Häuschen am 14. Loch. Auch der 14. Abschlag ist speziell. Ein Par 5, fast 500 Meter lang, aber man spielt ja von sehr hoch ab. Also was macht ja immer Spaß. Und deswegen hat das Loch hier auch nur Handicap 16. Das ist also das drittleichteste Loch auf dem Platz. Aber schön zu schlagen und man kann ja eigentlich keinen Fehler machen. Allerdings geht es hier erstmal sehr bergab über diese anderen Plattformen, Abschlagsplattformen hinweg, dann wieder Wüstenteil, bis man zum Fairway kommt. Und dann vor dem Grün ist links noch ein See. Take 2. Also noch 275 Meter bis zum Grün, 195 Meter bis zum See. Also einigermaßen sicher.
Da die Spielbahn hier nach links geneigt ist, leicht hätte es sich gelohnt, mich rechts zu halten. Der See ist in sicherer Entfernung und bis zum Grün, bis zur Fahne sind es noch 130 Meter. Und hier übrigens die Hotelanlage, Timeshare-Anlage, das Zentrum hier vom Ja, dummerweise muss ich meinen vierten Schlag aus diesem Bunker hier heraus machen. Aber naja, das war ja wohl von den Designern dieses Platzes so geplant. Aber der Sand war schön weich. Der Ball kam gut raus. Er muss jetzt nur noch ins Loch. Also gibt es entweder ein Paar oder Bogey hoffentlich. Das 15. Loch, ein Paar 3. Die gelben Abschläge sind heute relativ weit vorne, also schätze ich mal, das sind so ungefähr 120 Meter, 130 Meter bis zur Fahne. Keine so gute Lage an diesem Loch hier. Hier war vielleicht früher mal ein Bunker. Zumindest ist es kein Bunker. Das 16. Loch, Paar 4, 290 Meter, bergan und wiederum am Anfang eine kleine Wüstenstrecke. Außerdem, wenn man sich zu weit rechts hält und den Weg abkürzen möchte, dann liegt dieser große Fairway-Bunker im Weg. Also da ist die sichere Schusslinie. 127 Meter. Bis zur Fahne, bis zum Grün, leicht bergan von diesem 16. Loch. Das ging doch mehr bergan, als ich dachte. Beim zweiten Schlag war ich also hier. Dann mit dem dritten auf dem Grün. Aber dann brauche ich doch noch 2 Schläge, um den Ball in das Loch zu bekommen. Also Bogey. Na, auch der 17. Abschlag ist von einer Anhöhe. Wunderschön. Hinten sieht man das Meer. Ein Paar 4, leicht bergab. Aber rechts sind Felsen und Richtung Grün sind links davor tiefe Bunker. Wiederum ist am Anfang hier Wüste bis zum Fairway. Links geht es bergab. Das ist eine Baumreihe, rechts der Felsen und die Straße. Also auch hier lohnt es sich, gerade zu spielen. Also ich bin hier zwar nicht im Bunker, aber auch nicht auf dem Grün, aber vor dieser erschreckenden Bunkerlandschaft. Die Fahne ist dahinter. So, das hat ja einigermaßen geklappt. Die Fahne ist nicht allzu weit weg. Hier sieht man nochmal, wo der Abschlag war, da oben vor diesen Felsen. Und in die andere Richtung sieht man das Meer. Zu kurz, wieder ein Bogey. Hier die Abschlagsplattform für das 18. Loch. Hier am 18. Abschlag ist diese Wüstenstrecke, die es zu überwinden gilt, relativ groß und idealerweise sollte der Ball an oder hinter diesen Bäumen landen, die man links vom Fairway sieht. Ja, idealerweise sollte der Abschlag hier weiter als diese Bäume sein, damit man dann weiter in Richtung Grün schlagen kann. Das ging eigentlich. Ein Tick weiter hätte es sein können, aber ich habe zumindest, wenn ich den Ball tief halte, Platz. Rechts natürlich der See, der droht, und in Flugbahn ein Bunker, aber in Richtung von diesen Wagen, die man da hinten sieht.
sollte es klappen und dann nach rechts ist das grün. Hier ist außerdem ein Paar 5. So, jetzt kommt der zweite Schlag. Ja, der Ball war verschlagen. Ich habe jetzt immer noch 160 Meter bis zur Fahne. Das wäre aber über diesen See hinweg. Das traue ich mich nicht, also lieber links in Richtung Bunkerlandschaft. Ja, die Taktik war richtig. Ich bin ungefähr auf Höhe der Fahne. Aber der Ball ist ja auch hierhin gerollt. Und noch ungefähr 43 Meter bis zur Fahne. Über den See hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Oder wäre vielleicht hier in einem dieser vielen Bunker gelandet. Jetzt also der vierte Schlag aufs Grün in Richtung Fahne hoffentlich. Paar Chance oder Bogey. Vielleicht eher Bogey. Das ist zum Abschluss auch nicht schlecht. Ach, es wurde dann doch noch ein Doppelbogey, denn das Grün ist doch geneigt. Es war schneller als die anderen. Der Ball ist recht weit an der Fahne vorbeigerollt. Naja, das kann passieren. Mein Fazit jetzt von den zweiten 9 Löchern: interessanter als die ersten 9, fand ich. Abwechslungsreicher. Denn es geht in die Berge hinein. Man spielt sehr viel mehr bergauf und bergab. Hat schöne Blicke. Herausfordernd. Wegen der unterschiedlichen Lagen. Wie ich schon erwähnte, die Grüns sind schnell, aber nicht allzu schnell. Wie ich es eben hier auch schon erlebt habe. Also durchaus gut spielbar. Die Fairways sind auch gut gepflegt, wie Teppiche, wie so oft. Man muss halt aufpassen, nicht in diese Wüstenlandschaften zu kommen. Ein richtig tiefes Rough gibt es hier nicht. Es gibt nur einen etwas höheren Rasen, einen wenig höheren Rasen, aus dem man eigentlich aber auch sehr gut spielen kann. Also das ist ein Platz, der eindeutig gebaut ist, dass der Tourist, der hier vorbeikommt, oder der in einem dieser Bungalows wohnt oder in dem Hotel oder im Timeshare, dass die hier ihre Freude haben, dass sie Spaß haben und gerne wiederkommen. In diesem Clip habt ihr eine Mischung von Aufnahmen gesehen, weil ich hier zweimal war. Also das Wetter ist dann manchmal unterschiedlich, je nach Aufnahme. Also wenn ich eine Drohnenaufnahme gezeigt habe zum Beispiel, das war an einem anderen Tag, als hier wirklich Knallsonne war. Und heute, als ich dieses gleiche Loch vielleicht gespielt habe, war der Himmel doch ein bisschen bewölkt. Ich hoffe, euch hat dieser Clip gefallen und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Clips gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet. Es kostet ja nichts. Und ich hoffe, euch hat dieser Clip gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.